Jetzt ist es an der Zeit, in Node-RED zu wechseln. Das heißt, wir rufen den Revolution Pi über seine IP mit dem Browser auf und fügen der IP einen Doppelpunkt und ein 1880 hinzu. Das ist der Port, unter dem Node-RED in der Regel läuft. So. In Node-RED müssen wir jetzt die Nodes hinzufügen. Das geht in den aktuellen Versionen sehr schön über diesen Punkt hier rechts, Palette verwalten. Dann gehen wir auf den Reiter Installieren und geben Revolution ein. Dort haben wir dann schon die Node-RED Contrib RevPy Nodes und gehen auf Installieren. Das dauert gar nicht lange. In ein paar Sekunden sollte das erledigt sein. Da sind auch schon die Nodes. Die Nodes finden wir hier unten. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel mal ein Single Input. Wir wollen einen Wert aus dem Prozessabbild des Revolution Pi verwenden und legen uns dieses Node hier einmal in den Flow-Bereich. Ein Doppelklick öffnet die Einstellungen und wir sehen, wir müssen zuerst einen neuen Server hinzufügen. Das ist der Backend-Server, den wir vorhin installiert haben. Der ist standardmäßig unter localhost und 8000 installiert. Und hier können wir auswählen, welchen Wert wir haben wollen. Wir nehmen beispielsweise mal die Prozessortemperatur und geben diese einmal aus. Dafür brauchen wir noch einen Debug-Node. Und jetzt sehen wir die aktuelle Prozessortemperatur. Die wird sich ändern, sobald sich an der Temperatur eine Änderung ergibt. So, deployen wir das nochmal. Es sind immer noch 49, jetzt 48, 49. Der Wert schwankt ein bisschen. Und jetzt bekommen wir hier unsere Werte. Ein kleiner Überblick. Das ist das Single Input Node. Damit können wir einzelne Werte aus dem Prozessabbild referenzieren. Ich habe es eingangs gesagt, wenn man ein Input- oder Output-Modul oder verschiedene Busmodule benutzt, dann kann man die Werte, die dort konfiguriert sind im Pictory, wieder der Hinweis, YouTube-Kanal, Revolution Pi Pictory, dann kann man diese Werte hier auswählen. Hier erscheinen dann die gesamten Dio-Module, Modbus-Werte, was auch immer man konfiguriert hat, und man kann diese ausgeben und direkt verwenden. Es gibt das Multiple Input Node. Hier wählen wir einmal unseren Server aus. Jetzt ist das Node einmal vorkonfiguriert. Und jetzt können wir hier mehrere Werte, beispielsweise die Temperatur und die Prozessorfrequenz ausgeben. Und wenn wir an der Stelle einmal die Ansicht wechseln im Debug-Node, dann sehen wir, wir bekommen jetzt ein Objekt mit 2 Werten. Das heißt, hier können wir uns mehrere Werte gleichzeitig ausgeben. Gleiches gilt für das Schreiben. Wir können mit dem Output-Node auch in verschiedene Werte reinschreiben. Das heißt, alles, was schreibbar ist, können wir hier dann mit Steuerungsfunktionen hinterlegen und beschreiben. Das RevPy-GetPin-Node, das kann genutzt werden, wenn innerhalb eines Flows eine bestimmte Aktion, das Auslesen eines Pins, getriggert werden soll. Ja, das ist es erst einmal für Node-RED und den Revolution Pi. Die weiteren Möglichkeiten, die Sie haben, sind beispielsweise, wenn Sie die Palette verwalten, die Weitergabe dieser Informationen in verschiedene Cloud-Lösungen, beispielsweise von Microsoft Azure gibt es den IoT Hub, es gibt von AWS die Möglichkeit, über Nodes direkt in die Azure Cloud Daten zu werfen. Es gibt genauso gut für Watson IoT bei IBM
verschiedene Nodes, um das Ganze in die Cloud zu benutzen. Man kann diese Werte direkt mit Machine Learning Services aus dem Node-RED heraus verwenden. Man kann sie direkt in Datenbanken werfen. Man kann mit einer sehr schönen Sammlung von Nodes, das nennt sich Dashboard, kann man sehr, sehr einfach in Node-RED HMIs bauen, mit denen sich Werte von der Maschine direkt grafisch anzeigen lassen oder halt auch eine Steuerung über einen Touchscreen realisieren lassen. Ich hoffe, dieser Schnelleinstieg in Node-RED mit dem Revolution Pi hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Revolution Pi. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.